Indonesien ist ein tolles Land, in dem man super gut Urlaub machen kann. Wofür das Land aber auch bekannt ist, sind seine einzigartigen Züge. Denn es gibt einige Strecken, auf denen die sogenannten Compartment Trains verkehren. Sieht dann fast so aus wie bei Singapore Airlines in der First Class und ist sicher bis jetzt mein coolstes Zugerlebnis. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Nachmittag aus Jakarta, der größten Stadt in Indonesien, ist auch die Hauptstadt. Hallo. Alter. Die sind hier aber am Flitzen. Oh. Hey. Naja, ich bin gerade auf dem Sprung, weil ich renne zum Bahnhof. Wir fahren heute auf jeden Fall mit dem modernsten und krassesten Zug. Ich nenne ihn mal First Class Train. Und ich würde sagen, dieser Zug wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Ich bin so gespannt, ich kann mir das doch gar nicht vorstellen. Ich habe das irgendwann mal auf Insta oder so gesehen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Vor allem, ich habe auch gar nicht so viel bezahlt. Ich bin mal gespannt, was das gleich wird. Aber es wird geil. Ich muss eine Stunde vor Abfahrt am Bahnhof sein, deswegen muss ich da jetzt mal schnell hinrennen. Alter, was geht denn jetzt ab? Ah, sorry. Das ist nur für Autos. Aber trotzdem, einfach Hochsicherheitstrakt. Okay, hier geht's jetzt. Ich bin auf jeden Fall drin. Transit Hotel gibt's hier. Hello. Yes, can I help you? My train is at 5 p.m. to Bima. Hello. Hello. Yeah, I want to check in for my train. Okay. You wanna enter now? Yeah. Can I have a seat there anywhere? Yeah. Yeah. We have a waiting room inside. Waiting room. Yeah. Okay. The train will already on platform 1. Platform 1. Yeah. Okay, thank you. Bye. Bye bye. Hello. So, das hat auch ganz gut geklappt. Hier habe ich jetzt meinen Boarding Pass. Bisschen wie im Flugzeug, ne? Nur nicht ganz so dickes Papier. Gibt's hier auch eine Lounge? Ey, wie lustig, hier gibt's ja wirklich eine Lounge. Meinte ich, komme da rein? Eigentlich schon. When I have this compartment, can I enter? Yeah. For free? Oh, really? Nice. Is it good? Good. Thank you so much. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass ich hier noch in eine Lounge komme. Also ich fühle mich ein bisschen wie in einer anderen Welt, muss ich sagen. Das hat auch so leichte Japan-Tokyo-Vibes hier. No problem. Should I help you? Should I help you? No? No, no. Also ich habe für mein Ticket 80 € bezahlt. Ich fahre auch nur 2,5 Stunden. Aber ich dachte mir, das ist doch die perfekte Möglichkeit, um Indonesien so ein bisschen zu sehen. Also auch landschaftlich, ne? Und dann fahre ich halt wieder zurück. Zugfahren mag ich ja. Hoffentlich kommen sie pünktlich hier. Schaut mal, Leute, ihr könnt da nochmal meinen Boarding Pass sehen. Es ist halt wirklich wie im Flugzeug. Ich sitze auf 2A. Ne? First Class gibt es ja auch immer 1A, 2A und so. Ich glaube, das wird ein cooles Video. That's my channel. Okay, I'll subscribe, yeah. Thank you. So one subscriber more. Yeah. Yeah, and all from Germany. Oh, from Germany? Yes. What's your name, by the way? My name is Kafi. Kafi, nice to meet you. I'm Alex. Alex. Yes. Have fun with my videos. Maybe you can translate in English. Yes. Sehr nette Leute hier. Also ich bin gespannt, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, mein Zug. Das ist alles schon ganz interessant hier. Finde ich irgendwie total cool. Auf jeden Fall ist mein Zug wohl schon da. Haben sie mir gerade in der Lounge gesagt, es ist wirklich wie am Flughafen. So, dann geht's mal hoch zum Gleis. Also Leute, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich sag das zwar oft, aber ich glaube, so gespannt wie heute auf dem Zug war ich noch nie. Was das jetzt wird, ey. Ich glaube, das wird ein bisschen wie Singapore First Class Suites, nur im Zug. So, und hier haben wir den Zug. Für die, die es interessiert, der nennt sich Bima. Ich muss sagen, ich habe keinen Plan. Entweder die fahren komplett automatisch oder ich bin einfach auf der falschen Seite. Ich wollte euch kurz einmal die Lok zeigen, aber die gibt es hier gar nicht. Wir gehen mal in die andere Richtung. Ich muss meinen Waggon suchen. Auch ein ganz interessanter Bahnhof. Sieht sehr tropisch aus, ne? Boah, der ist ja echt lang. Excuse me, the compartment class. Also die Compartment Class ist wohl ganz vorne. Da latsche ich jetzt hin. Hello. How are you? Yeah. Thank you. Excuse me, am I enter your ticket? Yeah. Is 2A. Yeah. Thank you. Hello. How are you? Oh, hello. Sorry. How are you? Nice. Was ist das denn? Ey, wir sind einfach in einem Zug.
Ich glaub's nicht. I take the iGlue. This one? Yeah. Okay. May I? Yes, yes, of course. Thank you. Thank you. Hier haben wir jetzt einen... Ach so, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, der heißt iGlue, der heißt iGlow. Ah. Ui. Und auch wie im Flugzeug ein warmes Handtuch. Ja, läuft doch. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, Leute. Ich habe ja nur 80 € bezahlt. Oder was heißt nur? Also es ist trotzdem viel Geld, aber ich meine, für so eine eigene Suite im Zug, da kann man eigentlich nicht meckern, oder? So Leute, los geht's. Auf geht's nach Cirebon. 2,5 Stunden jetzt hier in dem Ding. Ich habe keine Ahnung, ob Cirebon schön ist oder nicht. Ich habe davon auch noch nie vorher gehört, aber da fahren wir jetzt hin. Ich muss sagen, ich bin aber auch mal sehr gespannt, was hier so landschaftlich auf mich zukommt. So 1,5 Stunden sollte es eigentlich noch hell sein. Und ob es was zu essen gibt, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier Ruhe. Alter, ey. Wusstet ihr, dass es so einen Zug gibt auf der Welt? Ich glaube nicht, oder? Das ist doch völlig crazy. Wir fahren jetzt so ungefähr 300 Kilometer, dann sind wir in Cirebon. Das Ganze dauert 2,5 Stunden. Die Endstation von diesem Zug, ich bin ja jetzt quasi gerade noch in Jakarta, ist ganz am anderen Ende von Indonesien. Da fährt man dann 10,5 Stunden, also die kommen dann um ja so 4 oder 5 Uhr morgens an. Und es ist wirklich schon so wie Business-Class-Service im Flugzeug, würde ich sagen. Also man wird hier mit Vornamen begrüßt. Jetzt gerade habe ich auch schon meine Essensbestellung aufgegeben. Es gibt hier keine Karte, das wird einfach dann mündlich besprochen. Das erste wäre Ochsenschwanzsuppe gewesen mit Reis, habe ich zumindest so verstanden. Und das zweite Spaghetti Aglio e Olio. Und ich habe mich für Spaghetti entschieden. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das schmeckt. Hätte ich die ganze Strecke hier in dieser kleinen privaten Suite gebucht, hätte ich 180 € bezahlt übrigens. Und jetzt fahre ich halt 2,5 Stunden nur und zahle halt 80 €. Aber ja, wir haben hier neben dem Platz einmal so einen Screen, den man so wischen kann. Und dann kann ich hier meinen Platz verstellen. Und rein theoretisch, wir testen das jetzt mal, kann ich den komplett in Liegeposition bringen, um dann halt auch zu schlafen hier im Zug, ne? So, oh. Zack, weiter geht's nicht. Ja, also ich muss sagen, so bequem ist es jetzt nicht. Also ich will es jetzt gar nicht schlecht reden oder so, aber da würde ich, denke ich, schon so in so typischen Nachtzügen so ein Liegeabteil oder so einen Liegewagen, so eine Pritsche bevorzugen. Als das jetzt hier. Ich komme auch schon mit meinen Füßen hier vorne an der Wand. Aber es ist natürlich trotzdem cool. Hier haben wir, wie gesagt, noch das Tablet. Da gibt es Filme und man kann auch Musik hören. Und Live-TV gibt es auch. Leider kein Signal. Ja, super. Okay, gut. Die ganzen Filme werden mir jetzt angezeigt. Aber verbinden tut er sich nicht. Funktionieren tut es nicht. Das Problem ist, hier gibt es zwar WLAN, hat auch eben funktioniert am Bahnhof, aber sobald wir jetzt unterwegs sind, ist es irgendwie abgebrochen. Deswegen ist das Tablet ein bisschen überflüssig. Zumindest jetzt gerade. War natürlich etwas schade, dass das WLAN in diesem absolut geilen Zug nicht funktioniert hat, aber auch der perfekte Übergang, um euch noch einmal schnell auf Airalo aufmerksam zu machen. Ich bin überall auf der Welt nämlich sowieso mit dem besten Mobilfunk ausgestattet und das dank meiner eSIMs von Airalo. Es erreichen mich wirklich täglich Nachrichten von euch, wo gefragt wird, yo Alex, wie hieß denn diese App nochmal mit den eSIMs? Ich habe es ja auch schon öfter vorgestellt, aber natürlich Airalo ist wirklich wichtig für jeden von euch, die auf dem Handy zu haben. Egal, wo es in die große, weite Welt hingeht, ihr könnt euch mit Airalo, dem größten Online-eSIM-Anbieter, ganz entspannt eSIMs kaufen für jedes Land auf der Welt und diese dann aktivieren, wenn ihr da landet. Ich habe in Indonesien 35 $ bezahlt. Ich weiß, ist ein bisschen teurer, aber ich hatte auch unlimitiertes Datenvolumen und wirklich super schnelles Internet. Und das theoretisch für 10 Tage lang. Also merkt euch Airalo und vor allem auch meinen Code ALEXV3. Damit gibt es nämlich 3 € Rabatt auf eure erste eSIM. Und wir fahren jetzt weiter Zug. Und hier haben wir noch Kopfhörer. Die steckt man hier hinten rein. Ja. Warum nicht, ne? Jetzt sind wir schon zum Stehen gekommen. Sind ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, aber immer noch in Jakarta. Herausgefunden, wie hier das Licht
ausgeht oder wie man es dimmen kann, habe ich jetzt noch nicht, weil das ist schon ziemlich geil. Werde ich schon noch finden. Ah, schaut mal hier. Ich bin aber auch wieder blöd. Das hier oben ist für die Klimaanlage, die man hier auch steuern kann. Und dieser Knopf ist einfach für Licht an und aus. Aber das Licht da unten, das bleibt anscheinend an. Ja, aber auch entspannt. So gefällt es mir auf jeden Fall besser, weil jetzt kann ich besser rausschauen. Das war es eigentlich schon mit der Kabinenerklärung. Ja, jetzt kommen gleich, denke ich, meine Spaghetti. So Leute, jetzt gerade kam hier mein Appetizer an. Wusste ich gar nicht. Also es gibt neben dem Hauptgang, neben meinen Spaghetti, auch noch so eine kleine Vorspeise. Schaut mal hier, das sieht echt gut aus. Ein bisschen Obst. Ja, lecker. Und auch so ein softes Burgerbrötchen. Und was das hier ist? Keine Ahnung. Ach so, das ist ein Pudding. Nachtisch. Jakarta haben wir jetzt verlassen und so langsam wird es richtig schön grün hier. Ja, wird aber von der Landschaft, denke ich mal, so ähnlich sein wie in Malaysia, wo ich da letztens mal rumgegurkt bin. Aber ich muss sagen, ich genieße so Zugfahrten in fremden Ländern echt immer richtig. Da kann man schön rausgucken und in möglichst kurzer Zeit richtig viel sehen. So Leute, und tada, mein Spaghetti-Gericht ist da. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus und dazu gibt es jetzt auch einen Kaffee. Probieren wir mal, ne? Natürlich, wer hätte es gedacht? Boah, ich habe noch nie so scharfe Spaghetti gegessen. Aber brennt mir den ganzen Mund weg. Wenn man aufgegessen hat, muss man hier den Knopf drücken. Thank you. Your blanket. Sorry? Blanket. Blanket? Blanket. What is it? It's blanket. Ah, blanket. Ah, I will go out in 1 hour, so I don't need. But thank you. Jetzt gibt es noch hier den leckeren Kaffee. Er hat mich gerade gefragt, ob ich eine Decke haben möchte. Aber das lohnt sich für mich gar nicht, weil ich ja schon in 1,5 Stunden wieder aussteige. Und müde bin ich auch nicht. So Leute, ich gehe jetzt direkt mal eben auf Klo. Schauen wir uns mal die Toilette an. Toilette? Ey, was geht? Einfach Future-Toilette. Wow. Also das ist mal eine moderne Toilette in einem Zug. Ja, man hat auf jeden Fall genug Platz. Großer Spiegel, Waschbecken. Kann man eigentlich nichts groß sagen, ne? Okay Leute, ich bin ein bisschen traurig. In 10 Minuten sind wir schon da in Cirebon. Draußen ist es schon dunkel geworden und es... bitte nicht nochmal runterfallen. Naja, draußen ist es stockdunkel und es regnet aus allen Eimern. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte mir gerne Cirebon so ein bisschen angeguckt. Ich muss aber auch in einer Dreiviertelstunde wieder zurückfahren, weil sonst komme ich vor 1 Uhr in Jakarta nicht mehr an. Dieser Zug war auch die einzige Verfügbarkeit, die ich heute gefunden habe. Einen anderen hätte es nicht gegeben und ich wollte euch unbedingt dieses Video abdrehen. Bei mir war das jetzt eine ziemlich spontane Sache, aber wenn ihr mal eine Indonesien-Reise macht, kann ich euch den Zug auf jeden Fall empfehlen. Eventuell dann sogar die ganzen 10,5 Stunden von Jakarta bis, oh Gott, die Namen habe ich noch nicht drin. Sachen zusammenpacken und dann heißt es leider schon aussteigen. So Leute, wir sind angekommen und jetzt, hier seht ihr nochmal meinen coolen Zug. Irgendwo im Nirgendwo in Indonesien. Und zack, bin ich auch schon wieder im nächsten Zug. Ich hatte tatsächlich doch nur 5 Minuten Umstiegszeit, sonst hätte ich jetzt 2,5 Stunden auf den nächsten Zug warten müssen. Und dann hat mich der Schaffner, weil ich hatte logischerweise kein Ticket, netterweise jetzt einfach so mitfahren lassen. Also da habe ich mich echt drüber gefreut. Und ich habe natürlich gesagt, dass ich das jetzt noch bezahlen kann und so. Und er meinte, nee, alles gut, fahr mal wieder nach Hause. Ja, jetzt geht's 3 Stunden zurück. Und ich zeige euch zum Abschluss eben noch diesen Zug hier, weil das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes. Aber so sieht's hier aus. Ja, trotzdem ganz nett, würde ich sagen.
hinter mir. Ich sitze hier auf jeden Fall ganz bequem. Was ich noch kurz sagen wollte, für die, die den Zug auch mal buchen wollen, das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe auch bis jetzt noch nicht ganz durchgeblickt. Es gibt eine App, die heißt Traveloka, also am Ende L-O-K-A. Und da könnt ihr die indonesischen Züge buchen. Ihr müsst dann einfach nach irgendwelchen Zügen suchen, die halt Compartments anbieten, beziehungsweise das steht dann da direkt, die sind auch immer ein bisschen teurer. Compartment, Train oder irgendwie so. Und dann habt ihr euer eigenes Apartment. So, danke fürs Zuschauen. Das ist leider mein letztes Video aus Indonesien. Ich fand es hier ganz cool. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und jetzt geht's back to Jakarta.